Vergesst das übliche Marketing-Blabla. Ich war für euch auf dem Festammoniak und habe mir ein paar der exklusivsten Abfüllungen als Sample mitgenommen. Heute in Teil 1 haben wir gleich zwei epische Jahrgangsduelle. Ein 2005er Clash und ein 1996er Boss Battle. Welcher von diesen Ammoniak setzt sich heute nach dem ersten Teil die Krone auf? Finden wir es heraus. Schön, dass ihr dabei seid und ich habe das Festammoniak 2026 besuchen dürfen. Vielleicht habt ihr ja das Video dazu gesehen, falls nicht, ich blende euch hier oben den Link einmal dazu noch ein, ihr könnt es euch auch noch gerne ansehen. Und ich habe dort sehr viele Ammoniak probieren dürfen. Ich habe aber auch, um es gleich vorne wegzunehmen, nicht alle Ammoniak natürlich probieren können. Das ist unmöglich, das schafft man einfach nicht. Und habe mir jetzt aber von den wenigen, die ich dann letztlich auch probiert habe, Samples mitgenommen, weil ich gesagt habe, die haben mir dort so gut gefallen, die muss ich mitnehmen, da muss ich einfach ein Review machen. Und ich habe gedacht, anstatt jetzt zu jedem einzelnen Ammoniak ein Review zu machen, sammle ich das Ganze so ein bisschen, mache ein großes Review, welches sich eben dann in 3 Teile insgesamt gliedert. Und beginnen möchten wir mit einem Bassammoniak von REKP. REKP ist euch vielleicht neu, vielleicht habt ihr aber auch schon mal davon gehört. Mir ging es auf jeden Fall so, ich habe davon schon gehört, aber habe noch keinen Ammoniak von REKP bisher probieren dürfen, bis dann eben zum Festammoniak. Dort durfte ich mich dann durch die komplette Bandbreite einmal durchverkosten und dieser 2009er Jahrgang, welchen ich euch jetzt hier mitgenommen habe, den wollen wir jetzt gemeinsam uns mal anschauen. Bevor wir aber natürlich jetzt mit dem Tasting gleich beginnen, da dem REKP das erste Mal hier heute bei Arcot Germany dabei ist, möchte ich gerne euch noch ein paar Informationen zu REKP geben, denn REKP ist dann der Name. Er wurde 1890 von Léonce REKP gegründet und produziert wird aber der Ammoniak auf der Domaine des Targeries. Diese befindet sich im Bassammoniak in der Gemeinde Casaubon und sie wurde 2021 übernommen von der Familie Luton und ja, sie haben eine Bio-Zertifikation seit 2008 sogar schon bei dieser Domaine. Und sie haben insgesamt 15 Hektar an Rebflächen. Sie haben die Traubensorten Bacco, Colombar, Feuille Blanche und auch Uni Blanc. Also hier auch eine große Bandbreite an verschiedenen Traubensorten. Und ja, beginnen möchten wir eben mit dem 2009er Jahrgang. Ich blende euch die Flasche hier drüben einmal ein. Ein sehr schöner Flaschenstil, wie ich finde, auch vom Design her, muss ich sagen, haben mir die Abfüllung von REKP sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen was Moderneres, ein bisschen frischer vom Design. Wie gesagt, sehr schöne Abfüllung und dann gebe ich euch auch noch gerne jetzt die Zahlen und Fakten jetzt zu dieser heutigen Abfüllung von REKP. So ist es der 2009er Jahrgang jetzt heute von REKP. Er wurde bereits schon 2021 abgefüllt, also so um die 12 Jahre alt. Bassammoniak Originalabfüllung. Wir haben hier eine Einzelfassabfüllung mit der Traubensorte Feuille Blanche. Wir haben hier keine Zusätze in diesem Ammoniak, 50,1% ist der Alkoholanteil, das Ganze in Fassstärke abgefüllt. Die Flaschengröße bei REKP beträgt 50 cl. Wir haben hier einen Flaschenpreis von 97 € für die 50 cl Flasche. Soweit die Infos zu dem REKP und hier steht er jetzt auf dem Tisch bei uns. Ja, wir schauen auch mal kurz auf die Farbe. Es ist tatsächlich jetzt vom Alter entsprechend ein schöner Farbton. Wir haben einen richtig schönen intensiven bernsteinfarbenen Farbton und wir riechen mal und schauen wir mal auf die ersten Aromen jetzt hier. Ja, die Zitrusnoten kommen wunderschön durch. Die Feuille Blanche ist richtig schön präsent. Ja, und so eine leicht unterschwellige Holznote schwingt auch mit. Wunderbar. Dann so eine Orangenmarmel, die dazu kommt und dennoch habe ich auch so ein bisschen eine leichte Floralität. Für mich wären es an der Stelle vielleicht so ein bisschen was wie Rosenblüten. Und es ist so eine richtig schöne Zitrusfrische dabei. Für mich vielleicht an der Stelle so was wie eine schöne Zitronenmelisse. Wunderschön. Also Nase ist sehr, sehr schön bei diesem Ammoniak. Wunderbar, wunderschön gemacht. Santé. Und wunderschön intensiv im Geschmack der Ammoniak. Es hat wirklich leicht süße Noten drin. Und aber auch so eine gewisse herbe Note ist dabei. Die bleibt auch dann bis zum Abgang über. Also die geht vom Geschmack in den Abgang über, diese herbe Note. Mich stört es persönlich nicht, aber das muss man vielleicht auch so ein bisschen mögen. Dann ist es wirklich eine Mandel, eine richtig schöne Mandelnote, die dabei ist. Grapefruitnoten ist es jetzt für mich hier. Nicht mehr so dieses sehr süßfruchtige, nicht so leicht bitterfruchtig, herbfruchtig, wenn man so will. Ein bisschen was an Quitten ist dabei und auch eine schöne leichte Mineralität schwingt jetzt hier im Geschmack mit bei diesem Ammoniak. Und dann ist es einfach im Abgang, wie gesagt, dieser herbe Stil, da bleibt so ein bisschen, dann auch so ein bisschen was an Kaffeenoten, so ein bisschen leichte Röstnoten sind da. Abgang ist tatsächlich recht lang,
bisschen was an getrockneten Orangen. Hier vielleicht das Herbe, also ich weiß, ob ihr schon mal getrocknete Orangen gegessen habt. Das ist ja wirklich eher nicht wirklich süß, sondern wirklich schon was ein bisschen leicht herb. Und das ist so die Assoziation, die ich jetzt hier hatte im Abgang. Und ein bisschen was noch an einer dunklen Schokolade, die dazu kommt. Ja, sehr schön gemacht. Ja, ein wirklich sehr, sehr schöner Armagnac von Ré gefällt mir ausgesprochen gut. Die Foy Blanche Identität ist definitiv da bei diesem Armagnac. Man hat zusammengefasst vielleicht zu sagen, Zitrus, frische Noten gepaart mit einem herben Touch. Und dazu kommt unterschwellig so eine leichte süße Komponente noch mit dazu. Und das macht für mich das wirklich sehr schön interpretiert hier, das Foy Blanche Erlebnis. Also hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Und dann lasst uns noch ganz kurz auf die Punkte blicken bei diesem Armagnac. Wir haben hier 22,5 für die Nase, auch 22,5 für den Geschmack, 22 für den Abgang. Da war für mich dieses Herbe schon sehr dominant dann am Schluss. Wie gesagt, das muss man mögen, aber dennoch gebe ich Ihnen auch dann für den Gesamteindruck nochmal die 22 Punkte. Und wir haben somit ein Ergebnis von 89 Punkte für diesen Armagnac von Ré 2009 für die Foy Blanche Abfüllung. Und wir sind bei dem 2005er Duell angekommen zwischen dem Armagnac von der Domaine de Charron und dem Château de Pelot. Zu beiden Produzenten habe ich schon Reviews gemacht. Ich blende euch hier oben einmal den Link zu Domaine de Charron ein, zu einem Review. Falls es euch interessiert, schaut dort gerne mal rein. Da bekommt ihr ein paar Informationen zu der Domaine de Charron und auch hinten dran noch das Review zu einem Armagnac von Pelot. Dort erfahrt ihr auch mehr zu dieser Domaine, falls es euch interessiert. Und wir werfen einmal ganz kurz den Blick auf beide Abfüllungen. Es sind jeweils die klassischen Flaschendesigns, vielleicht kennt ihr sie. Es ist hier bei der Domaine de Charron das Zebra abgebildet, beziehungsweise warum hier jetzt dieses Zebra? Ja, schaut euch das Review gerne an, ansonsten vielleicht ganz kurz erzählt. Es gibt ein Bild, das hat übrigens Jean-Philippe Ballet, welcher Eigentümer der Domaine de Charron ist, mitgebracht zum Fest Armagnac und hat es ausgestellt. Dort sieht man eine Rugby-Mannschaft, ist ja Volkssport in der Gascogne, und dort sieht man eben die Mannschaft abgebildet und alle haben schwarz-weiß gestreifte Trikots, und so hat er dann diese Idee gehabt für dieses schwarz-weiße Zebra drauf. Und natürlich jeder, der die Domaine de Charron kennt, verbindet es mit diesem Zebra. Und die Abfüllung von Château de Pelot, das klassische Design, welches man eben von Pelot kennt. Und natürlich möchten wir auch noch ganz kurz auf die Zahlen und Fakten jetzt von diesen beiden Abfüllungen schauen. Beginnen möchten wir mit dem Armagnac von der Domaine de Charron. Hier haben wir jetzt eben den 2005er Jahrgang, welcher 2026 abgefüllt wurde, also so roundabout 21 Jahre alt. Ein Bass-Armagnac, eine Originalabfüllung. Wir haben hier eine Einzelfassabfüllung mit der Nummer 103. Bacco ist die Traubensorte. Wir haben hier einen eher etwas feuchteren Keller bei der Domaine de Charron. Es sind keine Zusätze drin. 49,4% ist der Alkoholanteil, natürlich in Fassstärke abgefüllt, dieser Armagnac. 70 cl die Flaschengröße. Und wir haben hier einen Flaschenpreis von 70 €. Dann schauen wir natürlich auch noch ganz kurz den Armagnac von Château de Pelot, der 2005er Jahrgang, hier eben auch jetzt 2023 abgefüllt und eben schon ein bisschen länger auf dem Markt, diese Abfüllung, insgesamt so mit 18 Jahre. Also sie sind schon alterstechnisch ein bisschen unterschiedlich, die beiden. Aus dem Tenares. Wir haben hier eine Originalabfüllung, auch hier ist es eine Einzelfassabfüllung. Traubensorte ist hier Foy Blanche. Wir haben einen feuchten Keller bei dem Château de Pelot. Wir haben hier keine Zusätze, 50% der Alkoholanteil in Fassstärke abgefüllt, 70 cl ist die Flaschengröße und preislich liegen wir jetzt hier bei 97 €. Und interessanterweise, ich habe schon mal zu einem 2005er Jahrgang vom Château de Pelot ein Review gemacht, auch eine Foy Blanche Abfüllung. Ich blende euch, falls es euch interessiert, hier oben mal den Link zum Video ein. Der war auch wirklich ausgezeichnet, dieser Armagnac. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das gleiche Fass ist, das wir jetzt hier auf dem Tisch haben, oder ob es von einem anderen Fass ist, das weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall, ich meine, den gleichen Alkoholanteil zumindest mal, aber 2 Jahre längere Reifezeit, das macht schon dann auch vielleicht einen Unterschied. Jetzt schauen wir einfach mal. Wir fangen trotzdem jetzt nicht mit dem Pelot an, wir fangen mit dem Armagnac von der Domaine de Charron an und bin mal sehr gespannt, was wir jetzt hier finden, weil wirklich die Armagnac von der Domaine de Charron auch durchweg eigentlich eine super Qualität haben und wirklich schöne Armagnacs sind. Ja, eine intensive Marzipan-Vanillenote, die man hier hat. Also richtig betörendes Marzipan. Da kommt auch noch so eine schöne Haselnussnote hier durch. Wunderbar.
Man hat so ein bisschen was von dem feuchten Kellergeruch, schon so ganz leicht im Hintergrund, so ein ganz klein bisschen was vom feuchten Keller ist da. Er ist interessanterweise gar nicht jetzt so fruchtig, dieser Armagnac. Also er legt schon diesen Fokus eher auf ja, fast schon ein bisschen Fass, aber jetzt nicht irgendwie bitter oder so, gar nicht. Aber die Fruchtigkeit ist nicht wirklich jetzt da, also zumindest mal keine frische Fruchtigkeit. Und interessanterweise habe ich noch so ein bisschen eine Assoziation nach Raffaello. Also das ist irgendwie, schwingt so ein bisschen für mich hier mit diese Raffaello-Note. Sehr schön, wunderschön. Ja, wir probieren mal Santé. Wunderschön, traumhaft dieser Armagnac. Also geschmacklich ist es wirklich eine Wucht, dieser Armagnac. Sensationell gut, wunderbar hier. Die Marzipan-Vanillenote kommt wieder wunderschön hier durch und habe da im Geschmack aber auch so eine leichte frische Note noch drin, so ein leichter frischer Kick in Form vielleicht von einer Minze und dann aber auch für mich so ein bisschen eine leichte Zitrusfruchtigkeit, vielleicht noch so ein bisschen was in einem Spritzer Zitrone, wo hier noch mit dazu kommt. Wunderbar. Und dann ist es für mich im Geschmack aber auch so ein leichter Fokus noch auf so einer getrockneten Feige. Also es ist ein Potpourri an Aromen, sehr komplex, wunderbar gemacht, der Armagnac. Und im Abgang, ja, dieser Marzipan, der bleibt einfach. Also wenn ihr auf Marzipan steht, dann ist dieser Armagnac definitiv eine Empfehlung für euch. Wunderbar. Kommt auch so eine Mandelnote, schwingt noch so ein bisschen mit. Ihr bekommt so ein bisschen was an Kakao noch dazu. So ein bisschen was an getrockneten Kokosnuss ist noch dabei hier auch. Also wieder dieses Kokosnuss-Feeling, wo ich so ein bisschen in der Nase hatte, ist dabei. Und von der Länge her ist der Abgang ja, mittellang bis langer Abgang. Sehr schön, wunderbar. Ja, also ganz kurzes Fazit. Ein richtig schöner Basse-Armagnac von der Domaine de Charente. Wunderbare Abfüllung. Ihr habt hier wirklich mit dem Fokus auf dieser Marzipannote gepaart mit ein bisschen Vanille dabei. Und dann ist es allerdings wenig Fruchtigkeit. Also wenn ihr jetzt auf sehr fruchtige Armagnac steht, dann weiß ich nicht, würde ich vielleicht nicht eher jetzt euch empfehlen an der Stelle. Aber er macht mit den Aromen, die er hat, löst er das wunderschön. Er ist ja dennoch extrem komplex für sein Alter, finde ich. Und er macht einfach ein wunderschönes Gesamtbild. Und es ist einfach so ein bisschen die Identität hier von diesem Armagnac, was er da von sich preisgibt, einfach sehr schön. Punktetechnisch, wir schauen natürlich drauf. Wir haben hier 22,5 für die Nase, 23 für den Geschmack, 22 für den Abgang und ich gebe mir nochmal auch 22,5 für diesen Gesamteindruck, weil es für mich ein sehr besonderer Armagnac ist mit einer wunderschönen, interessanten Identität. Und somit haben wir tatsächlich jetzt hier die 90 Punkte für diesen Armagnac von der Domaine de Charente. Und natürlich ist interessant, wir ergänzen jetzt das Duell hier mit dem 2005er Jahrgang vom Château de Pelot und gucken einfach mal, was der jetzt uns liefert. Es ist eine andere Traubensorte. Er wird in eine andere Richtung gehen, dieser Armagnac mit Sicherheit, aber trotzdem jetzt mal gespannt, da wir jetzt einen recht ähnlich alten Armagnac hier vor uns haben. Ja, und hier kommt wunderschön die Folle Blanche Note auch durch. Richtig toll. Und auch dieser jetzt hier 2023 abgefüllte Folle Blanche Armagnac aus 2005 ist wunderbar. Es ist wirklich eine super spannende Zitrusfrische hier drin, Limette. Ein bisschen was an Zitronengras kommt dazu und dann auf der anderen Seite habt ihr die gegrillte Ananas. Wunderschöne gegrillte Ananas an der Stelle. Ein bisschen was an Nelken, auch eine leichte Mandelnote schwingt noch mit. Also unglaublich. Die Nase ist sensationell von diesem Armagnac. Wunderbar. Also wirklich Folle Blanche Armagnac at its best. Traumhaft. Eine wahnsinns komplexe Nase. Eine Nase, an der man wirklich Stunden riechen kann, weil sie einfach so schön ist. Santé. Ein unglaublich süffiger Armagnac, eine wahnsinnige süße Note, ja, traumhaft. Sirup, wirklich schon sirupartig das Ganze, richtig mild, keine intensive Würzigkeit drin, eine leichte prickelnde Würzigkeit, vielleicht aber wirklich nur sehr dezent. Und dann ist es hier für mich die getrocknete Ananas in Kombination mit so einer leichten, unterschwelligen Sandelholznote und ein bisschen was vom Zitronengras, wo noch mit dabei ist. Wunderschön, traumhaft, unglaublich gut. Und im Abgang geht das Ganze eigentlich weiter auf einem sehr hohen Niveau, sogar so ein bisschen leicht wärmender Abgang, sehr langer Abgang. Und dann habt ihr am Ende hier Kakaonoten. Ihr bekommt so eine karamellisierte Zitrone, wunderschön gemacht. Es wird dann ja leicht trocken, leicht bitter werdend hier im Abgang. Und dazu kommt noch so ein bisschen was von einem Zedernholz, ein bisschen was an Nelken. Wunderschön.
traumhaft. Dieser Armagnac ist einfach nur sensationell. Also ich weiß auch noch tatsächlich, dass mir der 2005er hier vom Château de Pelot in besonderer Erinnerung geblieben ist. Und nochmal herzlichen Dank an das Château de Pelot, dass ihr mir nochmal Samples hier geschickt habt, denn ich war beim Château de Pelot an dem Stand ganz am Ende und habe dann keine Samples mehr gehabt. Und wollte mir unbedingt von dem Armagnac was mitnehmen, auch dann von dem 88er Jahrgang, der dann im nächsten Teil kommen wird. Und mir hat mir freundlicherweise von beiden Armagnac Samples zugeschickt. Also nochmal herzlichen Dank an der Stelle für das Zuschicken. Und ja, also ein Bomben-Armagnac, eine grandiose Abfüllung, super Foy Blanche, Wahnsinn. Ich bin absolut begeistert, damals schon beim Festarmagnac und jetzt auch wieder. Er haut mich wirklich um. Es ist wirklich für mich Foy Blanche absolut perfekt interpretiert. Ihr habt die Foy Blanche Identität drin und dennoch habt ihr ein bisschen was vom Fass. Und das harmoniert hier wunderschön miteinander, das Ganze. Das ist wirklich perfekt ausbalanciert. Und diese Zitrus-süße Noten, wo drin sind, sind einfach eine wunderbare Kombination. Und es ist einfach von Grund auf ein herausragender Armagnac. Lasst uns noch kurz auf die Punkte schauen. Es wird sehr hoch werden diesmal. Wir haben hier 23,5 für diese wunderschöne Nase. 24 gebe ich ihm sogar für den Geschmack, weil ich ihn einfach geschmacklich, also da ist es wirklich ein Hauch zur Perfektion für mich. 23 für den Abgang und ich gebe ihm nochmal 23,5, weil ich ihn auch preislich für das, was er liefert, sensationell fair vom Preis finde und halt einfach einen super Gesamteindruck hier abliefert und deswegen auch eben, wie gesagt, 23,5 nochmal für den Gesamteindruck und wir haben somit 94 Punkte für diesen Armagnac hier noch vom Château de Pelot. So, wir bleiben bei der Domaine de Charente und gehen 4 Jahre zurück ins Jahr 2001, in welchem jetzt der Armagnac hier abgefüllt wurde. Designtechnisch gleiche wie auch schon die 2.5er Abfüllung. Wird natürlich auch interessant zu sehen sein. Jetzt haben wir den 2.5er gehabt und im direkten Vergleich jetzt den 2.1er. Haben wir noch den 1996er nachher, aber jetzt hier mal 4 Jahre Unterschied. Was macht das mit dem Armagnac? Spürt man da was? Ich bin sehr gespannt. Wir schauen natürlich auch noch ganz kurz auf die Zahlen und Fakten jetzt von diesem Armagnac. Und die Fakten, die jetzt gleich geblieben sind zu dem 2005er, die schreibe ich euch oder blende ich euch gleich schon mal ein. Wir gehen jetzt hier einfach noch auf die Unterschiede kurz ein. Wir haben eben jetzt hier den 2001er Jahrgang von 2026, also ja, so roundabout 25 Jahre. Auch hier ist es eben eine Einzelfassabfüllung, aber diesmal haben wir jetzt die Fassnummer 75. Wir haben hier einen Alkoholanteil von 50,2%, natürlich auch in Fassstärke abgefüllt. Und preislich liegen wir jetzt hier bei der 70cl Flasche bei 90 €. Und der Armagnac hat den Weg auf den Tisch gefunden. Natürlich schauen wir auch mal ganz kurz auf die Farbe hier. Es ist jetzt, ja, es wird schon einen Ticken dunkler, aber es ist noch nicht so richtig jetzt sattes Braun. Es ist so was Richtung Mahagoni, so ein schöner Mahagoni-Farbton vielleicht. Und ja, wir schauen mal auf die ersten Aromen. Ja, und wir finden wieder so ein bisschen was von dieser Marzipannote. Also schon eine ähnliche Richtung. Dann ist auch wunderschön jetzt hier eine schöne Pistaziencreme. Eine frische Kokosnuss habe ich jetzt hier. Also so eine Kokosnuss, wenn man sie frisch aufmacht. So dieser Geruch, wo so einem dann so ein bisschen entgegenkommt. Das ist für mich definitiv auch hier drin. Auch so ein bisschen was an Rumrosinen, also eingelegte Rosinen, sehr schön. Auch wieder so ein bisschen was von einer Haselnussnote finde ich hier. Sehr schön. Wunderschöne harmonische Aromen, sehr komplex. Einfach so gefühlt ein bisschen mehr, nochmal wieder 2.5er von der Komplexität. Santé. Wunderschön. Traumhaft. Toll. Wow. Dominant, dunkler Waldhonig, aber auch kommt so ein bisschen was von einer Kirschenmarmelade dazu. Leicht die gerösteten Mandeln sind wieder hier jetzt auch dabei. So ein leichtes, schönes Prickeln im Geschmack, wunderbar. Schwarztee ist da und auch im Geschmack merkt man schon so ein bisschen was von dieser Holzwürzigkeit, die durchkommt. Wunderschön gemacht. Dann geht es in den Abgang über. Auch hier ist die Holzwürzigkeit da, aber nicht bitter. Super angenehm der Armagnac auch im Finish. Man merkt schon natürlich die 50% merkt man, ja, das ist da, aber überhaupt nicht störend, nicht annähernd störend. Und auch ein langer Abgang. Haselnüsse bleiben so ein bisschen übrig vom Geschmack. Dann sind es vielleicht so ein bisschen was an getrockneten Feigen, die dazukommen. Vanille und ja, auch so eine leichte Pfeffernote habe ich jetzt eben so drin. Durch diese leichte Würzigkeit, die dann vom Fass hier durchkommt, ist es für mich so ein leichter Pfeffer. Wunderschön. Ah, traumhaft. Ja, und vielleicht sogar
Jetzt so ein bisschen, aber wirklich nur ganz leicht angedeutet, sowas von einem schönen Rancio drin. Ja, also wie gesagt, die Nase hat es schon ein bisschen angedeutet, so im Vergleich zum 2005er Jahrgang, einfach ein bisschen mehr. Ihr bekommt hier schon mehr Komplexität, ein bisschen mehr die Aromen, ja, Vielfalt einfach geboten. Es sind auch wirklich wunderschöne Aromen und einfach, ja, mit diesem Mehr an Komplexität würde ich jetzt auch sagen, es ist der Aufpreis definitiv wert, sich jetzt hier den 2.1er statt jetzt dem 2.5er zuzulegen, meine Meinung. Nicht, dass das 2.5er jetzt viel schlechter war, aber hier bekommt er nochmal ein bisschen mehr einfach geboten und es ist einfach ein wunderschöner Armagnac. Ihr habt hier wirklich einen Armagnac mit einer Wahnsinnskomplexität schon, mit einem wunderschönen Volumen, einer Vielfalt, wie gesagt, an verschiedenen Aromen. Und es ist ja der ähnliche Stil zum 2005er, definitiv, aber einfach für mich auch nochmal so ein Hauch interessanter einfach. Wir schauen auf die Punkte. 23 für die Nase, es sind 23 auch für den Geschmack, 23 fürs Finish und 23 im Gesamteindruck. Können wir hier schnell durchgehen. Das heißt, wir haben hier summa summarum 92 Punkte für diese wunderbare Abfüllung von der Domaine de Charron, der 2001er. Und dann springen wir jetzt gleich zum nächsten von 1996, dem Domaine de Charron. Und jetzt kommen wir zum Highlight von Teil 1 der Königsdisziplin, wenn man so möchte. Wir haben zwei 1996er Jahrgänge, eben Domaine de Charron versus Domaine de Chambon. Und da sind wir jetzt mal gespannt, gleicher Jahrgang, gleiches Alter, was können diese Armagnac hier von sich zeigen. Bin mal sehr gespannt und wir werfen natürlich auch mal ganz kurz den Blick auf beide Flaschen hier nebendran. Die Chambon-Abfüllungen, ja, auch hier jetzt im recht klassischen Stil gehalten, die sind generell ja, nicht spektakuläres jetzt in dem Sinn, aber eine sehr schöne Abfüllung. Also mir gefallen sie trotzdem sehr gut. Und natürlich der Charron, haben wir jetzt schon genug drüber gesprochen. Und natürlich könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, zu der Domaine de Chambon ein paar mehr Informationen haben. Und dann empfehle ich euch dieses Video hier. Schaut mal rein. Das war die Videotour, welche ich bei der Domaine de Chambon hatte. Kleiner Hinweis, leider nur auf Französisch verfügbar, aber versucht es mal mit den Untertiteln. Vielleicht klappt das dann und dann könnt ihr euch das trotzdem ein bisschen hier zu Gemüte führen, ein bisschen Eindrücke auch zumindest mal bekommen von der Domaine. Also es lohnt sich wirklich. Ich hatte eine ganz tolle Tour, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und wir starten jetzt das Ganze hier mit dem Charron von 1996, mit den Zahlen und Fakten zu diesem. Und wie auch schon bei den anderen Charron-Abfüllungen gehen wir einfach noch mal ganz kurz auf die Unterschiede jetzt ein zu den anderen. Wir haben ja eben den Jahrgang 1996, 2026 abgefüllt, also er ist um die 30 Jahre alt. Es ist auch hier eine Einzelfassabfüllung, dieses Mal ist dies die Fass Nummer 4. Wir haben hier einen Alkoholanteil von 48,2%, natürlich auch in Fassstärke abgefüllt das Ganze und preislich liegen wir bei der 70 CL Flasche bei 100 Euro. Soweit die Infos zum Charron und jetzt noch kurz die Infos zum Armagnac von der Domaine de Chambon. Und dieser ist genauso alt wie der von Charron, gleicher Jahrgang, gleiches Abfülljahr. Wir haben hier einen Bass-Armagnac, auch hier eine Originalabfüllung natürlich. Fassnummer ist hier die 103, Bacco-Traube. Wir haben hier keine Zusätze in diesem Armagnac, 55,5% ist der Alkoholanteil, auch hier ist es eine Fassstärke. Wir haben hier 70 CL und der Flaschenpreis hier liegt bei 80 Euro. Was natürlich sofort auffällt, ist der Superpreis, 80 Euro für einen 30 Jahre alten Armagnac. Also unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich weiß, er ist gut, sonst hätte ich mir kein Sample mit, aber trotzdem, ja, also super fair. Und ja, wir starten mit dem Armagnac von der Domaine de Charron. Wir werfen den Blick einmal ganz kurz auch hier auf die Farbe natürlich. Es ist tatsächlich gar nicht jetzt mehr so dunkel. Ich habe auch so das Gefühl, er ist Nuancen heller als der 2001er. Es ist aber eine recht ähnliche Farbe. Bernstein, ein tiefes Bernstein, ein leichtes Mahagoni, so ein bisschen die Richtung. Und bin immer sehr gespannt auf die Aromen natürlich jetzt. Ob wir immer noch so ein bisschen die Charron-Identität rausschmecken und rausriechen können. Unendlich komplex. Die Nase ist unendlich komplex. Und hier ist es wieder so ein bisschen dieser unterschwellige Marzipan. Er ist nicht mehr so intensiv. Definitiv nicht mehr so intensiv wie der 2.1er oder der 2.5er war. Ein bisschen niedriger, aber das macht gar nichts, weil er hat einfach andere wunderschöne Aromen, die er zeigt. Ich habe ein bisschen was von Pinienkerne. Ich habe eine sehr schöne Mirabellenmarmelade drin und ich habe wunderbare Weihnachtsaromen so ein bisschen drin. Also ein bisschen Weihnachtsgebäck, so ein bisschen, hat auch so ein bisschen diesen Cookie-Style ist drin. Auch so ein bisschen was an Kakao
Und interessant finde ich auch hier, jetzt auch wie die anderen Abfüllungen eigentlich von Charron, wo wir jetzt hatten, nicht so viel Fruchtigkeit. Wenig bis fast gar keine Fruchtigkeit, diese Mirabellenmarmelade ein bisschen. Aber die ist wirklich auch jetzt nicht irgendwie dominant. Nee, die ist einfach so ein bisschen da. Dass jetzt irgendwie eine dominante ein Part wäre hier, diese Mirabellenmarmelade. Nee. Santé. Wow. Wow. Super. Traumhaft. Wunderschöner Armagnac. Lecker. Wow. Also da haben wir heute schon so ein paar Bretter hier. Weich, angenehm zuerst und dann wird es spannend. Dann kommt eine Würzigkeit dazu. Ein bisschen was Pfeffriges ist dabei. Dann ist es Vanille, Anis. Wieder so ein bisschen was von dieser Mirabellenmarmelade kommt dazu. Auch so eine ganz, ganz leichte Tabaknote, so eine leichte Mini-Rauchigkeit im Geschmack drin, aber wirklich nur ganz mini, aber ja, eher so ein bisschen was Tabakmäßiges für mich. Und wirklich auch so einfach so ein Sirupstil im Geschmack. Wirklich so unglaublich interessant, dieser Armagnac. Wunderschön. Also top und auch Finish steht dem im nichts nach. Hier ist es dann ein bisschen andere Aromen. Es wird so ein bisschen leicht ranziolastiger. Schwarztee ist da. Ein bisschen Muskat ist da. Ist auch übrigens das, was so ein bisschen übrig bleibt, diese Muskat-Schwarztee-Note hier in den Backen. Ein bisschen an getrockneten Pflaumen. Leder, Nelken sind da. Also wunderschön. Ja, also wirklich eine sensationelle Charron-Abfüllung. Für mich auch, kann ich jetzt schon mal vorne wegnehmen, von den drei definitiv das Highlight, weil er einfach so viel bietet. Komplexität, dieser Weihnachtsstil, der drin ist hier in diesem Armagnac, ist einfach wunderschön gemacht. Und dann kommt eben auch die Holzwürzigkeit schön dazu, die gibt dann nochmal ein bisschen Intensität rein. Und das macht den Armagnac einfach so, ja, berauschend. Sind auch eben dann viele Old-Style-Flavors schon so ein bisschen drin für einen 30 Jahre alten Armagnac. Also wirklich schon viele Old-Style-Flavors da. Und ja, mich hat er einfach auch mit diesen Weihnachtsaromen, muss ich sagen, ein bisschen so bekommen. Da hat er mich gekriegt. Und ja, es ist einfach so eine gefühlte unendliche Komplexität, die hier drin steckt. Wunderbar. Ja, und dann werfen wir noch ganz kurz auch den Blick auf die Punkte jetzt hier für diesen wunderschönen Armagnac. Wir machen es auch hier ganz kurz. 23,5 für jede Kategorie. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde die Nase super, Geschmack super, Abgang super. Der Gesamteindruck passt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich mehr als fair bei diesem Armagnac. Und dann sind wir summarum hier auch, wie jetzt schon, der Pilot auch bei 94 Punkten. Ja, und jetzt darf sich hier der Domaine de Chambon aber mal richtig strecken. Also da bin ich mal gespannt, ob er da hinkommen kann. Schauen wir mal. Ich kann mich tatsächlich an den Chambon nicht mehr so gut erinnern. Die Charron waren mir noch ein bisschen präsenter, die waren auch eher so gegen Ende. Und den Chambon hatte ich recht am Anfang probiert. Und deswegen weiß ich es nicht mehr so genau, aber wir schauen mal. Sehr gespannt. Blick auf die Farbe. Und hier wird es jetzt richtig schön dunkel. Jetzt haben wir hier wirklich ein tiefes Mahagoni. Es sind sogar leichte Rotnuancen hier noch drin in der Farbe. Also ganz toller Farbton und wir riechen mal und schauen mal, was wir finden. Und wenn du denkst, es wird nicht mehr besser, dann kommt sowas hier. Ja, wobei, wir fangen erstmal an mit den Aromen. Es ist tatsächlich, und das ist jetzt interessant, vom Grundcharakter gar nicht so weit weg vom Charron, aber er hat unterschwellig so ein bisschen was anderes drin. Er hat unterschwellig für mich so ein bisschen was ihn jetzt unterscheidet. Also auch hier habe ich lustigerweise ein bisschen was von dem Marzipan drin. Und die Fruchtigkeit ist eher, also es ist ein Ticken mehr fruchtig, tatsächlich finde ich, wie der Charron, aber auch nicht immens fruchtig, aber dafür ist es dann so eine eher leichte Zitrusfruchtigkeit. Ich habe so ein bisschen was, ja, von einer Orangenmarmelade, aber dann auch so ein bisschen eine Minzfrische ist tatsächlich in der Nase drin. Zimt, ja, und auch so eine, kann es gar nicht richtig beschreiben, es ist so eine gewisse Buttrigkeit. Also extrem mundwässernd hier diese Nase, Wahnsinn. Und auch hier, ja, es ist wirklich ein ähnliches Level wie der Charron auch von der Nase her. Es ist definitiv unendlich komplex. Eine Nase, wie auch der Charron, wo man wirklich Stunden dran riechen kann, weil die einfach so schön ist, einfach so viel gibt. Wow, toll. Ja, es ist ähnlich vom Niveau, aber diese Zitrusfruchtigkeit, die so ein ganz klein bisschen hier drin steckt, diese Frische mit dieser Minze, schon auch unglaublich spannend. Santé. Wow.
Ja, das ist er. Wahnsinn. Unglaublich. Ein super Armagnac. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Wo setze ich hier jetzt denn an? Also tatsächlich nochmal eine Mühsteigerung zur Nase, geschmacklich und im Abgang. Ich bin überwältigt. Ich bin ehrlich, ich bin komplett überwältigt von diesem Armagnac, weil er einfach nochmal so gefühlt eins draufsetzt jetzt zu dem Charron. Wow. Und ehrlich jetzt, das war jetzt keine Absicht, dass ich jetzt den Chambord jetzt hier am Schluss gemacht habe. Nee, ich wollte einfach die Charron-Abfüllung durchhaben und dann am Schluss jetzt hier den Chambord. Und wow, begeistert. Karamell, Marzipan. Was für eine tolle Kombination hier im Geschmack. Es ist ja süß und dann aber auch ein bisschen was von der Würzigkeit kommt dazu. Und dann wieder diese Orangenmarmelade, die hier mit einsteigt. Wahnsinn. Im Geschmack vielleicht sogar ein bisschen was von dem Leder. Prickelnde Holzwürzigkeit kommt dazu. Wahnsinnig komplex dieser Armagnac. Sensationell. Also ja, Traum. Es ist wirklich ein Traum, dieser Armagnac. Also wenn ihr euch mal was Gutes tun wollt für 80 Euro, also sind wir mal ehrlich, 80 Euro für solch eine Wahnsinnsabfüllung, da braucht man eigentlich wirklich nicht zweimal überlegen. Und auch im Abgang, es ist wirklich so eine kleine Mini-Explosion an dem Mund, wenn man den Armagnac runterschluckt. Es kommt wirklich so eine explosive Holzwürzigkeit raus, aber also nicht bitter, irgendwie einfach so ein bisschen diese Würzigkeit springt einem so richtig hier so dann hier im Mund rum. Unendlich langer Abgang. Auch hier ist es dann für mich, es wird tatsächlich richtig intensiv. Einfach so ein milder, irgendwann ein bisschen, was an Rosinen sind da, ein bisschen Tabak habe ich hier drin jetzt im Abgang gehabt und einfach wunderbar. Kakao, Zimt. Es ist so bei dem Armagnac das Gefühl, wenn man ihn runtergeschluckt hat und man mit der Zunge ein bisschen um den Backen rumfährt, dass es quasi sich immer wieder so ein bisschen ändert. Also man hat mal den Zimt, dann ist wieder ein bisschen die Rosinen da, dann kommt der Kakao. Jetzt war es so ein bisschen eine Kombi mehr. Espresso, Kräuter, also ein paar gemischte Kräuter zusammen. Wunderbar. Ein Wort, Wahnsinn. Ausrufezeichen. Wirklich. Also ich bin hin und weg. Ich würde am liebsten noch einen Schluck nehmen, aber den hebe ich mir jetzt für später auf. Den genieße ich nachher noch. Muss ich, den kann ich nicht wegmachen. Es ist wirklich nochmal eine Steigerung. Also die ganzen Armagnac, die wir jetzt bisher getestet haben, waren alle sehr, sehr gut. Keine Frage. Aber das Highlight war jetzt definitiv am Schluss der Chambord. Lasst uns noch ganz kurz auf die Punkte schauen bei diesem wunderbaren Armagnac. Wir fangen an mit der Nase mit 23,5 Punkten. 24 für den Geschmack, 24 für den Abgang. Sensationell, beides perfekt gemacht. Und ich gebe ihm 24,5 Punkte für den Gesamteindruck. Es ist ein Bomben-Armagnac, es ist ein super, super fairer Preis. Für mich wirklich Preis-Leistungs-Verhältnis perfekt. Also 80 Euro für so eine Abfüllung. Also Leute, wirklich kauft das Fass leer. Nein, keine Ahnung, kauft den Armagnac. Ihr müsst ihn probiert haben. Ihr müsst eure Erfahrungen damit machen. Es ist wirklich von Herzen eine Empfehlung. Probiert diesen Armagnac. Es ist wirklich wert. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwo verfügbar ist. Ich habe noch nicht geschaut, sonst fragt mal bei Chambord direkt an. Vielleicht könnt ihr euch eine Flasche bestellen. Manche verschicken ja dann auch ein bisschen ihre Sachen rum. Aber wie gesagt, also schaut mal nach, wenn ihr da irgendwo was drankommen könnt oder ihn irgendwo mal probieren könnt, probiert ihn. Lasst mich dann unbedingt wissen, wie er euch geschmeckt hat. Also das würde mich sehr interessieren. Und wir haben natürlich am Ende hier unglaubliche 96 Punkte für diesen Armagnac. Es ist wirklich, für mich fehlt nicht mehr viel zur Perfektion. Er deckt so viel ab, dieser Armagnac. Ich bin einfach so begeistert. Ganz, ganz tolle Abfüllung hier, dieser Chambord von 96. Und somit ist der Sieger heute der Domaine de Chambord von 1996 eine grandiose Abfüllung. Aber auch die anderen Abfüllungen waren wirklich sehr gut. Da fehlt nicht viel, aber wenn jetzt heute ein Sieger gekürt werden muss, dann ist es der Domaine de Chambord von 96. Ja, aber Leute, das war erst die Aufwärmrunde. Es wird in Teil 2 historisch. Wir gehen weiter tief in den Keller runter, in die 80er, 70er Jahre und schauen mal, was da noch so vom Fest-Armagnac übrig geblieben ist an verschiedenen Abfüllungen. Da müsst ihr unbedingt ein Abo von meinem Kanal haben, um dieses historische Spektakel nicht zu verpassen. Und ich
Bedanke mich natürlich an der Stelle herzlich bei euch fürs Zusehen von Teil 1 und auf dieses Video folgt dann schon auch der Teil 2. Ja, dürfen wir sehr gespannt sein. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Wie ihr wisst, die Wahrheit liegt im Glas. Tschüss, macht's gut.